Hi Leute, willkommen zu Dragen wir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rum um Labwaffenbau und einige andere Sachen, aber das kennt ihr ja schon alles, ne? Sorry, dass ich mich eine Weile mal wieder nicht gemeldet habe mit dem Video, weil ich habe momentan echt viel zu bauen, ne? Aber fangen wir mal an, und zwar unser heutiges Thema wird sein, der gute Maurice hat mich mal wieder gefragt nach der Klappspatensache, ob ich nicht mal ein paar Handgranaten, Stielhandgranaten für seine Endzeittruppe bauen kann. Das wären dann, ja, so die russischen Versionen, ne? Da habe ich mal was ausgedruckt. Und dann eventuell auch eine deutsche Stabhandgranate. Also wie gesagt, ist alles für Endzeit. Bilder habe ich jetzt mal so gemacht. Das ist quasi damit ein bisschen für die Details. Ne? Andere machen das Skizzen. Ich habe jetzt da einfach halber habe ich mir einfach mal ein Bild runtergeladen, habe das ausgedruckt. Ich hoffe, dass das keine Probleme mit irgendwie Urheberrechten oder sowas gibt. Habe mir dann auch bei Wikipedia so ein bisschen die Maße rausgesucht, damit das Ganze auch so halbwegs von den Maßen passt. Gewicht ist allerdings nicht. Habe jetzt auch schon mal ein paar Prototypen gebaut, die ich schon am Pinseln bin. Jetzt habe ich aber festgestellt, die könnten ein bisschen mehr Gewicht haben. Da habe ich mir aber auch schon was einfallen lassen, aber das zeige ich euch dann gleich. Ja, dann will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Fangen wir mal an, ne? Bleibt dran, wir sehen uns. Also, ein bisschen was habe ich vorbereitet. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Und zwar Heißklebepistole machen wir das Ganze. Das ist dann halt ein bisschen einfacher. Dann habe ich mir ein paar Kabelbinder hingelegt. Das sind zwar mehr wie ich brauche, aber egal. Geodreieck, dann eine Schablone hier, wo man Kreise mitmachen kann, weil ich nämlich mal wieder oben das Stecheisen vergessen habe, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja immer ein bisschen schusselig. Dann habe ich ein paar Bleibandreste zum Thema halt nachher Gewicht. Wie gesagt, da habe ich mir was überlegt. Maße, ein bisschen Bilder, dass ich mir das mit den Details immer ein bisschen angucken kann. Dann ein paar Stücken wieder rausgeschnittenen Kernstab. Ne? Also wie gesagt, die Dinger, wie ihr schon in den anderen Videos gemerkt habt, die kann man für alles Mögliche brauchen. Dann ganz normale Plasterzote-Matten, die 45er. Das sind die von Lab Armory in schwarz. Selbe wie in weiß, obwohl die sind ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen grobporiger wie die in weiß, aber egal. So, dann habe ich schon mal zwei Mattenstücke gemacht. Das hier wird quasi für das kürzere wird für die russische Version, das längere für die deutsche. Weil, also jetzt Pi mal Daumen, ich habe rund jetzt mal großzügig auf, deutsche Stielgranate knapp nicht ganz 40, um genau zu sein, müsste die 36 werden. Ne? Wenn es ein paar Millimeter kürzer oder länger ist, jetzt auch nicht so schlimm, weil der erste Prototyp, der war halt von beiden ein bisschen, also ich glaube die russische habe ich fast bis so ein paar Millimeter richtig und die deutsche glaube ich 4 cm zu kurz. Ich versuche das jetzt mal auf die richtige Länge hinzukriegen. Deshalb habe ich das alles auch ein bisschen länger gelassen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, ich nehme einfach die schwarzen hier. So, dann habe ich jetzt hier, das Ding ist glaube ich, weiß gar nicht, 30 cm und das ist 20 x 20. Dann kleben wir jetzt bei beiden hier erstmal so ein Stück von dem Kernstab, den ich ausgeschnitten habe, also von der Matte vom Kernstab, erstmal auf. Das mache ich jetzt mit Heißkleber, wie gesagt, das mache ich jetzt, damit etwas zügiger geht. Das können wir natürlich dann auch mit Pateks machen. Ja, mir fällt gerade auf, ich muss wieder irgendwas drunter legen. Ich vergesse nämlich immer, sag schnell, dass die Unterlage nicht so gerne hat mit dem Heißkleber. Das gleiche machen wir dann jetzt gleich auch mit dem hier. Mensch Leute, da habe ich ja fast noch vergessen. Und zwar wollte ich ja euch auch noch mit dem Kabelbinder zeigen. Gut, dass ich noch das zweite Teil mache. Hier bei dem kleinen habe ich jetzt ja nichts reingemacht. Aber bei der Länge, wie ihr seht, das ist recht stabil. Bei den längeren, das ist zum Beispiel, wie gesagt, wenn ihr auch mal so einen Schlagknüppel oder so machen wollt. Ne? Das ist jetzt relativ dicker Kabelbinder, den ich hier habe. Da mache ich halt hier das Köpfchen ab. Dann wollen wir mal gucken, welche Seite ich hier nehme.
Und zwar lasse ich auf einer Seite ein bisschen Luft, also damit man das hier so ein bisschen sieht, weil ich glaube, das Teil habe ich eigentlich länger gemacht, wie es sein müsste. Wie gesagt, ich glaube, Gesamtlänge sollte sein 36 und das Ding habe ich jetzt gemacht, ne, 35. Aber wie gesagt, das muss man je nachdem von den Seiten noch ein bisschen was abschneiden. Ne? Da muss ich jetzt mal gucken mit dem Rund. Machen wir mal hier oben noch so eine Linie dran. Dann weiß ich nämlich ungefähr, auf welcher Seite wie lang der Kabelbinder drin ist. Hier zum oberen Teil kann man den ruhig ein bisschen weiter, weil der ja bis in den Kopf reingehen soll. Das ist dann quasi, um das Ganze zu stabilisieren. So sieht das dann aus. Jetzt gehe ich hin, mache ordentlich Heißkleber rein. So. Das Ganze jetzt rein. Wie gesagt, passt immer auf, dass ihr euch die Finger nicht schiebt es dann so ein bisschen mit der Heißklebepistole rein. Dann kommt da noch mal eine ordentliche Ladung Heißkleber drüber. Dann noch ein bisschen großzügiger drumherum. Und dann könnt ihr das Ganze in das Ding mit einkleben. Und damit könnt ihr das dann nachher auch stabilisieren. Ich mache jetzt mal nur einen rein bei der Dicke. Man kann natürlich auch 2 oder 3, aber also mehr wie 2 müsst ihr eigentlich nicht reinmachen. Und zwar, wir fangen jetzt mit dem Kopf nämlich an. Die Maße hat man aufgeschrieben. Fangen wir bei dem russischen an. Da braucht man 7 cm, soll quasi das Teil hier werden. Ja, also und zwar habe ich mir überlegt, hier kommt ja nochmal die Zehnermatte drumherum. Ne? Ich werde jetzt hier einfach mal mit dem Lötkolben für das Bleiband so ein paar Rillen einbrennen. Wir müssen ja hier noch diese Ringe und so machen. Dann gehen wir jetzt hin, und zwar das Teil hier, das ist ja wie so, keine Ahnung, Verschlüsse oder so. Ich habe so ein Ding noch nie in echt in der Hand gehabt. Ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn man das mal ein bisschen besser von den Details hätte, aber wie gesagt, ich habe mir einfach mal so ein Bild von so Dingern runtergeladen und habe dann einfach mal das Ganze mal angeguckt. So, wie gesagt, das wird nicht so hundertprozentig korrekt werden. Ja, also seht es mal ein bisschen nach, wenn es nicht so ganz so ist wie im Original. Ja, da ist der Rohling eigentlich schon mal soweit fertig. Ne? Können wir dann schon fast anfangen zu pinseln. Aber wie gesagt, hier fehlt noch das hier. Ne? Und auch noch so ein bisschen die Teile. Das Teil hier, das wird zum Beispiel hier das Teil. Ne? Also hier dieser Gummi. Spannhebel, Schalter, Dreh, irgendwas. Und dann halt hier noch. Das Ganze hier drumrum,
Das werde ich aus Dreiermatte machen. Habe da schon so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir ja hier dieses Splittergedöns, keine Ahnung was. Ne? Da bin ich jetzt hingegangen, habe ein Stück Dreiermatte genommen, habe das Ganze einmal rund. Kann sein, dass das noch nicht so hundertprozentig passt, aber ich denke mal bis auf einen Millimeter oder 2 müsste das passen. Dann habe ich die Mitte gemessen, habe dann hier eine Linie gezogen, habe hier dieses Teil, das soll dann quasi hier dieses Ding hier werden, und habe dann geguckt, wegen den Karos. Also ihr müsst schon gucken, dass die Linien relativ, ich sag jetzt mal, steil sind. Ne? Ihr geht dann einfach hin, macht eine Linie. Ne? Ich zeige euch das mal. So sehen die Sachen dann aus. Ne? Wie gesagt, ich kann auch das nehmen. Im Endeffekt ist es eher, wird sowieso wahrscheinlich schon ein paar mehr machen. So, dann bin ich hingegangen. Ihr habt ja quasi hier diesen Verschluss oder was auch immer dieses Metallteil hier sein soll. Bin jetzt hingegangen, habe ein Stück Dreiermatte ausgeschnitten. Kann sein, dass das ein bisschen jetzt zu lang geraten ist, aber hey, egal. Habe dann hier 2 Linien gemacht. Das wird dann quasi hier so dieses Teil. Und das hier, das sieht ja so ein bisschen tiefer aus. Da bin ich jetzt hingegangen, dass ihr quasi dazu habt. Jetzt gehe ich erstmal hin, schneide dann hier schon mal das bisschen ab. Davon abgesehen muss ich dann auch den Lötkolben dann schon mal anklemmen. Da machen wir nämlich dann gleich. Also damit wären eigentlich schon mal die Bauteile soweit alle fertig. Dann haben wir die 2 Rohlinge fertig. Dann fangen wir an mit dem Pinsel. Und zwar machen wir mal wieder eine Kordel drumherum. Da ist wieder so ein Lederband. Genau, natürlich auch was anderes. Ich mache jetzt auch nur bei dem kleinen Teil hier. So. Ich mache jetzt einfach mal so eine ganz normale Schlaufe hier. Dass das einmal hier hält und dann so aufgehangen werden kann. Ich mache jetzt auch nur bei der. Machen wir jetzt erstmal hier an dem Stielteil die Holzmaserung. Dafür nehmen wir uns dann wieder ein bisschen was, wo wir was dicker drauf machen können. In dem Fall nehme ich hier wieder ein Rundeisen aus Alu. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen und dann fangen wir jetzt an und machen hier bei dem Teil schon mal weiter. So, dann fangen wir erstmal an, nehmen wir erstmal ein bisschen Silber. Ja, also so sieht das schon aus. Wenn das trocken ist, könnte man hier eigentlich schon den Topcoat drauf machen. Bei der längeren wird es noch ein bisschen dauern, weil da wollen wir ja noch die Holzmaserung machen. Lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen und dann gucken wir mal weiter. Dann nehmen wir transparentes Flexiband. Ups, das könnte ein bisschen viel gewesen sein, aber ist nicht schlimm, dann machen wir halt ein bisschen großzügiger. Und zum Umrühren wieder. Ja, nehmen wir das Ding. Den brauchen wir nicht. Das abgeknackt. Und schon haben wir was zum Umrühren. So. Dann nehme ich mal ein ganz dunkles. Ja, was heißt ganz, aber oh, das war schon ein bisschen viel. Ja, egal. So. Ich bin noch am Überlegen, vielleicht mal auch auf die Handgranate noch so ein bisschen Rosteffekt. Da kommt man nämlich das dunkle Braun auch noch ein bisschen vernehmen. Bin ich echt noch am Überlegen, aber ich glaube, das mache ich auch. Weil das ja für Endzeit, das kann ja ruhig auch ein bisschen Rost dran sein.
So. Das tun wir abwischen. Das wird dann jetzt für den Holzstiel. Ich habe jetzt hier oben noch ein bisschen grün drauf gemacht. Das ist ein bisschen alles noch ein bisschen dunkel. Naja gut, müssen wir mal gucken. Dafür ist mal das Holz noch ein bisschen zu hell. Dann gehen wir jetzt mal hin. Dann nehmen wir uns einen von den Pinseln. Machen ein bisschen schwarz dran, also wirklich nur ein bisschen. Ja Leute, es ist vollbracht. Ich habe die Handgranaten jetzt fertig. Das hier sind die russischen. Wie ihr seht, hier ist es ein bisschen dunkler geworden wie hier. Jetzt weiß ich nicht so genau. Naja, das hier ist ein bisschen sehr dunkel. Vielleicht hätte ich doch was heller machen sollen. Weiß es noch nicht. Aber ich denke mal, man kann es erkennen, was es sein soll. Ja, und dann habe ich noch die zwei Deutschen. Wie ihr seht, die eine ist dann doch ein gutes Stück kürzer wie die anderen. Also die kommt jetzt relativ nah an die Originallänge ran. Die ist ein bisschen kürzer geraten. Und so im Vergleich, ne, so sehen die dann halt aus. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch wieder gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden. Macht euch noch einen ruhigen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.